Und deshalb auch der Grund, wenn so in einem Gerichtsverfahren, der Richter sieht immer, wenn du Kampfkund kennst, dann wird enger bewertet. Und deshalb bei uns, wir müssen Maßstab so klar definieren, wir weiß, wo wir machen kann und wo nicht. Und im Rahmen des Gesetzes mussten wir alle bleiben, weil wir möchten keine Selbstjustiz hier herrschen. Und die Aufruf, dass die Kinder, die keine Ahnung hat, dann glaubt er, ja, wenn er hat mich doch angegriffen, dann schlage ich ihn zusammen. Das ist nicht richtig. Das ist Missbrauch. Und wenn die Kinder so aufgewachsen, was passiert mit ihr später? Sie hat nicht Böses, aber sie denkt, ach, Selbstverteidigung muss ich ihn zusammenschlagen. Was dann? Was ist passiert? Das heißt, im Verkleidung von Selbstverteidigung macht man Selbstjustiz. Und das ist nicht schön für die Gesellschaft. Und gerade wenn sie veröffentlicht sowas, da kriege ich Kopfschmerzen. Richtig mitgehen. Weil ich sage, diejenige, die Ausbildung von Menschen, hat auch Verantwortung. Was bildet wir einen Mensch für die Gesellschaft? Bilden wir einen Verbrecher oder bilden wir einen Mensch, den Menschenschutz? Okay? Ist deine Frage beantwortet? Meine Frage ist beantwortet. Gut. Hat noch eine Frage? Kann ruhig fragen. Damit man aufgeklärt ist. Ich bin kein Anwalt. Aber ich bin Menschen, die sehr gesetztreu. Egal welche. Und ich definiere Kampfmethode unterscheiden. Wenn ich Kämpfe gelernt habe, dann weiß ich, wie du schlägst und wie ich abwehre, oder? Das ist schon ein Reflex. Und wenn du kommst, brauche ich nicht denken, ich werde einfach ab und ich weiß auch nicht, welche Technik kommt. Aber das, was ich zeige, ist ein Beispiel, welche Möglichkeit. Deswegen zeigt man mehrere Techniken. Ich habe schon mal ein paar Techniker, 100 Techniken in Halberstunden. Ein und dasselbe, ist kein Problem. Es liegt an der Situation an, aber vom Herz aus muss man immer daran denken, ich will keine töten. Und ich will nicht beweisen, dass ich die Besten bin, sondern ich habe Angst. Plus, dass ich nicht passiert. Und wenn du mit dieser Einstellung machst, dann kann Reflex hervorrufen, Verhältnismäßigkeit. Dann brauchst du nicht. Sofern du wecken kannst, dann geht weg. Und das, ich meine, natürlich, in Tod und Leben würde ich anders machen, vielleicht, ich weiß das nicht. Ich weiß wirklich nicht. Aber vom Herz aus muss ich einstellen, ich will nicht die Beste sein, ich will nicht Rache nehmen und ich will Menschen nicht töten. Das ist wichtig. Und wenn eine Sportschüler oder ein Kampfkunstschüler das nicht vermittelt, dann sage ich mir, das ist keine Selbstverteidigung. Von vornherein. Wenn die Schule nicht in der Lage ist, seine Leute zu bilden, er verantwortet auch nicht nur, okay, ich bringe die thailändische Kultur hier und hier ist egal, was passiert. Hauptsache die Große sein. Nein, Pahuyut ist die kleinste, die Loser von allen Kampfsystemen. Weil er Loser ist, deswegen muss er wissen, wie er sich verteidigt. Okay? Wir sind nicht die Besten. Nein. Und deswegen, wenn jemand sagt, eine Technik funktioniert nicht, ist mir egal. Aber damit habe ich doch mein Leben gerettet.